So I had a question. Mir wurde eine Frage geschickt I hope that has been answered. It was concerning the ceiling. und ich hoffe, dass die beantwortet wurde, weil sie ging um die Versiegelung. I think there were 5 questions, or 4 or 5, all combined together. Und in dieser Frage waren 4 oder 5 Fragen miteinander verbunden. So I'm hoping that question got answered. Und ich hoffe, dass diese Frage beantwortet wurde. So I have another question. Jetzt habe ich noch eine andere Frage bekommen. It says, it is still not clear to me Mir ist immer noch nicht klar, why the priests are the 144,000. warum die Priester die 144.000 sind. Could you please re-explain the methodology and the principle? Könntest du bitte die Methodik und das Prinzip, was dahinter steht, nochmal erklären? So it's still not clear why the priests are the 144,000. Also es scheint immer noch nicht klar zu sein, warum die Priester die 144.000 sind. So I've discussed this a number of times in presentations, Also ich habe das in einigen Präsentationen bereits behandelt and we've actually spoken about it here at the school off camera. und wir haben auch an dieser Schule hier außerhalb dieser Because it's a, Unterrichtseinheiten besprochen. it's a question that some of the students had. Das ist eine Frage, die von einem der Schüler aufkam. So I want to get some different responses from the students. Sorry? I want to get some different responses. Somit möchte ich jetzt unterschiedliche Rückmeldungen von den Anwesenden bekommen, How they understand this. wie sie das verstehen. Sister Sue Ellen. The questioner is asking, Suellen, der Fragesteller, stellt die Frage. I've taught that the priests are the 144,000. Sorry? I've taught that the priests are the 144,000. Ich habe gefragt, oder ich habe gelehrt, dass die Priester die 144.000 sind. Mein Verständnis ist, dass die Priester eine einzigartige Erfahrung haben. Als auch eine besondere Ausbildungszeit von 1989 an. So let me just summarize. Lass mich das hier zusammenfassen. The priests have a unique experience Die Priester haben eine einzigartige Erfahrung from 1989, time of the end, von 1989, das Zeit des Endes, to 2019, close of probation. bis 2019, dem Ende der Gnadenzeit. Here now, many of them didn't even come in until even after 2014. Und obwohl viele von uns jetzt hier sitzen, sind viele von uns erst nach 2014 in die Bewegung gekommen. They were here soon enough to understand and study that entire period and even especially the period between 2014 to 2019. Sie sind früh genug in diese Bewegung gekommen, um viele Dinge noch zu verstehen. So let me just summarize. Lass mich auch das zusammenfassen. The priests came in at different times. Die Priester sind zu unterschiedlichen Zeiten in die Bewegung gekommen. We're now in the 4th dispensation of the priests, Und wir sind jetzt in dem vierten Zeitalter der Priester. and in the one that has just passed, the 3rd, Und die eine, die soeben erst zu Ende gegangen ist, nämlich die dritte Zeitspanne, even those who came in at that late stage selbst jene, die zu diesem späten Zeitpunkt in die Bewegung kamen, they were here soon enough. waren trotzdem noch früh genug dran. How did you express it? Wie hast du das ausgedrückt? Zu studieren und zu verstehen und auch zu akzeptieren. Und zwar die Botschaft und auch die Methodik, die vor ihrem Ende der Gnadenzeit 2019 verwendet wurde. So even though they came in at a late stage, Obwohl sie zu einem späten Zeitpunkt in die Bewegung kamen, they came in before the close of probation, kamen sie trotzdem noch vor dem Ende der Gnadenzeit hinein.
So some of them came in at this late stage, Manche von ihnen kamen spät hier hinzu, but because they came in before the close of probation, aber weil sie vor dem Ende der Gnadenzeit der Bewegung beitraten, it's not too late for them. ist es für sie nicht zu spät. They can still be considered to be priests, Sie können immer noch als Priester angesehen werden and they can study and understand. und sie können studieren und ebenfalls verstehen. And even though they weren't here at the initial stages, Und obwohl sie an in diesem anfänglichen Stadium nicht anwesend waren, tell me if I got this bit correct. dann frage ich dich jetzt, ob ich das richtig verstanden habe. They can enter into the experience of the priests, even those who came before. Dann sind sie trotzdem in der Lage, die Erfahrung derer zu haben, die von Anfang an dabei waren. Okay, so you've explained the history of the priest to the close of probation. Also du hast also die Erfahrung der Priester bis zu ihrem Ende der Gnadenzeit erläutert. Here are experiencing this period between 2019 until Penium. And Aber sie erfahren auch die heutige Geschichte von 2019 bis Panium, which is an important training period. was auch eine wichtige Ausbildungszeit ist. And all that time that experience is needed to go to the Levites and train them, continue on to the world and train them. But they need that entire experience behind them by the time they get to the I close. think I can remember all of that. So they need all this experience up to 2021 Also sie brauchen diese ganze Erfahrung bis 2021, in order for them to successfully go to the Levites and damit then sie the Nethinims. erfolgreich zu den Leviten und auch zu den Tempeldienern gehen können. Right. And when it comes time for the 144,000 to stand up, Und wenn die Zeit gekommen ist, für die 144.000 aufzustehen, those people, those 144,000 have to have that entire experience in dann order. müssen die 144.000 diese ganze Erfahrung besitzen, In order to be strong enough to stand at that time. um stark genug zu sein, um kräftig genug zu sein, um in dieser Zeit zu bestehen. That's my understanding. Das ist mein Verständnis. So you mentioned, just want to develop one thought that you had said. Ich möchte einen Gedanken, den du gesagt hast, etwas weiterentwickeln. If you go to Daniel chapter 12, verse 13, Gehen wir zu Daniel Kapitel 12, Vers 13. so I'm just looking for another verse, that's why I'm taking a bit long. Ich schaue nur, ob ich noch einen anderen Vers finde, deswegen brauche ich hier einen Moment. Okay, so Daniel 12:13 says, "But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days." Daniel 12, 13. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen und zu deinem Erbteil am Ende der Tage. So without going to Strong's Concordance, Also jetzt ohne zur Strongs Konkordanz zu gehen, Sister Catherine, it says, "Stand in thy lot." da heißt es, okay, das ist It'll be translated differently, Yeah. so we won't translate that. okay, also da gibt es im Englischen hier einen speziellen Ausdruck. Tell me what the word lot means. Was bedeutet dann das Wort Lot? Stand in thy circumstance, stand in thy position.
Circumstance or position. Es bedeutet Umstände oder Position. Standpunkt. We'll do it in a German in a minute to catch up. Brother Jim, lot. What is the lot? What does that word mean to you in this verse? Was bedeutet dieses Wort Lot im Englischen in diesem Vers? No dictionary, it's just how you would understand that. Keine Definition vom Wörterbuch, sondern so, wie du das verstehst. Stand in your in thy property or Stand in your property. Auf deinem Grundstück stehen. Sister Kathy? If you've not looked. Yeah. Stand in thy place. Stehe an deinem Ort. Okay, so we'll go with those ones. Also mit denen wollen wir jetzt hier arbeiten. In German, what we might not have the exact word for word, but what would the word in German mean? Stand in thy lot. How would you translate that? The verse is just completely different. Completely doesn't say anything. I don't see How it. does it read? But thou, Daniel, go thy way until the end comes. You may rest and will resurrect for your heritage till the end of your days. Okay, so it's got the word heritage. Also im Deutschen haben wir jetzt hier das Wort Erbteil. Let me check if this is the correct word. Okay. Distributive share, portion, inheritance, inherited. So we've got inheritance, you've got portion. Portion of an inheritance or portion of the inheritance. Okay, so we've got heritage, inheritance, and portion. It's your portion. That's what the German word says. Yes. Yeah. Okay. So I would suggest that Also im Deutschen haben wir jetzt das Wort Erbteil, Erbe. your place, Ich schlage jetzt vor, dass der Ort, your property, they're the same thing. dass der Ort und dein Grund das gleiche sind. Your inheritance, the portion that you will get, Dein Erbe, also den Teil, den du bekommst, can go back to this idea of ownership of something. kann nun zurückverfolgt werden zu dem Gedanke des Besitzes, also ein Grundstück besitzen. So if we were to go with these two definitions, your position, your place, Also wenn wir nun mit diesen beiden Definitionen operieren, deine Position und dein Ort, and if we look in, place with location or yeah, just like it could be the place where you live, your property, the location that you're in, Okay. and that place was yours, that you owned it, Oh. and it's the position that you're at. Okay, then I translate it correctly. So we'll go to Strong's. Also gehen wir zu Strongs. So hopefully everyone's on phones. So Sister Swellen, if you could do it for us, if you can first tell me the Strong's number. So Ellen, kannst du uns zunächst mal die Strongs Nummer sagen? So that will tell me that you'll be able to use the software. If you're not able to, we'll just go through it quickly. Weil dann weiß ich nämlich, dass du in der Lage bist, die Software oder die App zu nutzen. If it's not working, let me know. Wenn es nicht If you're not able to navigate. Wenn du das nicht hinkriegst, dann lass mich das kurz erklären. Is that under lexicon? Yeah. You don't want to go to Strong's. You want to go to the Bible, like Jim's got it here. If you go to Strong's, it won't help because you have to put in the code number, so that won't help. Oh. So if you just read what Brother Jim's got and see if you can find the word. We're in 1213, and then all you do is go to the word lot and just press it. It should be in I blue, I see. think. You have it? No, but I see how to. I think I see how to Okay. do it. H I see Daniel. Okay. So it's 1486. Also die Strongs Nummer ist 14 H1486.
You found it? Mhm. Excellent. So 1486 says, Und H1486 sagt, and we're going to use Strong's and Brown Driver Briggs. Have you got it, Sister Catherine? Yes. Okay. So which dictionary are you in at the moment? also welches Wörterbuch nutzt du jetzt? I've got Browns and Strongs. Which one are you going to read to us? Strong's or Brown's? Liest du von Browns oder Strongs? Brown's is first. Browns. Okay, so we're in Brown Driver Briggs. Tell us what this word lot means. Also gemäß Brown Driver Briggs bedeutet das Wort was? Pebbles used for systematically making decisions. Please don't read it. What? Tell us your summary of what that. She just read, if you're in Brown Driver Briggs, some people may not have it on their phone. It's 1A that she read. So I don't want you just to read what it says. I want you to tell us what that meant. So as you're thinking, I'll just read it. It says, pebbles used for systematically making decisions. Are you gonna paraphrase that again? That's Because what I want her that's to just- paraphrase, yeah. That's why I'm Okay, asking her to- not to read it, to paraphrase it. Okay. If you're not able to, just say. A way to I don't know how to explain it. That's fine. Sister Kathy? Do you have it in front of you? I have Strong's. You don't have Brown Driver Briggs? You on iPhone or? Okay. So I'll read it out to you. You tell me what that means. Okay. Pebbles used for systematically making decisions. Looks like it's pretty clear. So it's pretty. Clear. Oh, good. Also das Ja. ist für mich sehr deutlich. Ja, ja. You'll be able to explain it to Jonathan well then. Well, it sounds like Also für mich hört sich das an wie Flintstone. that there's a method of making decisions. Dass es da, there's what? Method. Dass es eine Methode gibt, wie man zu Entscheidungen kommt. Making decisions using a pebble. What is that? Pebble? Stone. Stone. Und die Art, wie man zu dieser Entscheidung kommt, ist, dass man einen Stein nutzt. Okay, let me find if I can find something. Pebble. This reminds me on Flintstone. Oh, what are we talking about? You can edit that. Kannst du das aufschreiben, Dalia? Schreib mal die Zeit auf. Okay, so everybody, if you've got your fingers in that place, hold it there, or if you're on your phone, hold it. Then use a book Bible. So you want to take us to a passage, which I've just lost. It's in Jonah chapter 1. Go to Jonah chapter 1. Also geht mal in eurer Bibel zu Jona Kapitel 1. Where is Jonah? Okay, we're in Jonah 1. Jona Kapitel 1. If you can just shout out the page number, brother Jim. What page number are you on in your Bible so she can just find it? Yeah. 1143 in your Bible. 1143. So it's a bit further on. So where did that take us to? Jonah chapter 1. Jona 1. Jonah. John. It's Jonah. So you have Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah.
So if you find Daniel, it's just a few books. I would Also, go. Jona ist nach Daniel, kommen verschiedene Bücher. 970. It's a bit 970. Are we there? Jonah chapter 1, and we want to go to verse 7. Jona Kapitel 1 und dort Vers 7. And they said, everyone to his fellow, come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is come. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Brother Jonathan, what does that verse, in the context of they cast lots, what's that talking about? Like gambling? A little bit more than just gambling's fine, but just develop that thought. What's going on? Tell us the word picture of what's happened, what's happening. So they suggest that they will, use a mechanism to find, to get to a solution. And this mechanism is by accident, so to speak. Great. So, also meine Aussage war, hier werden Lose geworfen, also sie versuchen zu einer Entscheidung zu kommen und die Art, wie sie zu dieser Entscheidung kommen, ist mehr oder weniger der Zufall So entscheidet. if there were two people, you and me, Also wenn es hier zwei Leute gäbe, du und ich, how would we cast lots? wie würden wir jetzt hier das Los werfen? The most common way that you and I would cast lots. Und zwar in der grundlegendsten Art und Weise, wie wir beide das machen würden. Things, but the thing that Ich habe an popped was anderes into gedacht, mind aber was mir in when Erinnerung you kam, said that als du das was sagtest, rock, paper, scissors. And you es wäre Schere, Stein, Papier. didn't look behind when you said that, Aber du Ja. hast nicht hinter dich geguckt, als du das No, I gesagt was hast. thinking of, because they that's what used they to both said. Das They haben used nämlich to- beide vorgeschlagen. cast lots, or one way of doing it was having a short straw. People would pass around straws and somebody would get a short straw. Good. So that's why I said Also Leute würden vielleicht ein Streichholz rumgeben und wer das kürzeste hat, der hat. so I said if it's the two of us, Also wenn es nur wir beide wären, we'd do rock, paper, scissors, dann würden wir Schere, Stein, Papier machen. and you didn't see them doing all the hand movements. Und du hast nicht gesehen, wie sie das alles gemacht haben. Or if there was the Oder- two of us, what would we do? Oder was könnten wir auch noch machen? What would be the normal thing that most people Also do? was würden wir normalerweise machen? Toss a coin, Yeah. Eine Oh, yeah, Münze flip a werfen? coin. heads or tails. Yeah. Also eine Münze? So there's various ways of doing it. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Sister Ellen said a popular way is you draw straws. Also Suel meinte noch, es ist straws like to kindle a fire, right? Like drinking straw, any kind of straw, sticks. Okay, also eine gewöhnliche Art und Weise wäre, dass man so Streichhölzchen nimmt. They'd all be the same. We'd have 3 different straws, the same, different lengths, Also 2 Streichhölzchen, die eine unterschiedliche Länge haben. and I'd put them all together so they're all at the same height, Und ich tue sie alle hier so zusammen und And dass I- sie auf der gleichen Höhe sind. and I'd do that. Und dann mache ich das hier, So you can't tell which one is the long one. somit, dass du nämlich nicht erkennen kannst, welches das längste ist. So the person who draws the short straw loses or wins. Und derjenige, der nun das kürzeste Streichhölzchen sieht, gewinnt oder verliert. So, Sister Kathy, back Kathy. to the word here. Zurück zu unserem Wort hier. I'll read it again. Ich lese es nochmal. He said, pebbles used for systematically making decisions. Ein Stein, um systematisch zu Entscheidungen zu gelangen. Before you give us the definition, Bevor du uns nun die Definition I'll give you gibst, one more verse, but you don't need to turn to this one. gebe ich euch noch einen weiteren Vers, aber den müssen wir jetzt nicht aufschlagen. So this one is taken from Esther. Der kommt nämlich aus dem Buch Esther. So you just write in your notes, Esther chapter 3, Esther Kapitel 3, verse 7. Vers 7. So if you just listen to in your hearing, in the first month, that is the month Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast pur. That is the lot before Haman from day to day, and from month to month, to the 12th month, that is the month Adar.
Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr der Regierung des Königs Ahasverus, wurde das Pur, in meiner Anmerkung steht das Losorakel, das ist das Los vor Haman geworfen über die Tage und Monate und es fiel auf den 12. Monat, das ist der Monat Adar. Now, we're not going to the Hebrew words Wir gehen jetzt nicht zu den hebräischen Wörtern in Jonah or Esther. in Jona oder Esther, We're just looking at the word lot. sondern wir schauen uns nur das Wort Los an. Sister Catherine, what is per? Catherine, was ist Pur? They used to draw the lot. To what? To draw. The lot. Also irgendwas, um das Los quasi zu werfen. So whatever they use to draw the lot, it's called the per. Also was immer sie auch genutzt haben, um das Los zu werfen, sie haben es Pur genannt. So per is lot. Das Pur ist also Lot. We haven't studied it. Perhaps it's a Persian word. Vielleicht ist das ein persisches Wort. Perhaps it's a Persian game. Vielleicht ist es ein persisches Spiel. My Bible says in the footnotes, it's Würfel. Weißt du, was Würfel heißt? What do you call this thing? That you can A ball? roll? That's not a ball, no. It's has 6 sides. Dice. Huh? Dice. A dice. When you Yeah. play, okay. A dice, and this is an oracle for lots. So the marginal reading says they rolled the dice, because we As- could do that, Also die Fußnote sagt, dass sie die Würfel geworfen haben and they call it an oracle. und es wird als ein Orakel bezeichnet. Brother Jim, what does the word oracle mean? Was bedeutet das Wort Orakel? Not its strictest definition, but if I said oracle. Ähm, Like a, Someone that does what? Jemand, der was tut. If they're the oracle. Was macht er mit einem Orakel? brings light or Brings light. Jemand, der Licht bringt. If you did oracle, what organ of communication do you normally think of? Wenn du an ein Orakel denkst, an welches Organ der Kommunikation denkst du dann? Sorry? Your eye? An dein Auge? I was gonna say your mouth. Your mouth. Ich hätte den Mund gesagt. Ja. In ancient mythology, In der alten Mythologie, the oracle is someone you normally go to and they give you advice. dann ist das Orakel normalerweise jemanden, zu dem du hingehst und der gibt dir dann einen Ratschlag. There would be often in Greek mythology some woman who lives in a cave or something. Das And wären you give an offering to her and she tells you what you need to know. in der griechischen Mythologie wäre das beispielsweise eine Frau, die irgendwo in einer Höhle wohnt und dann gibst du ihr eine Spende. So that's what the oracle is. Das ist das Orakel. So the dice Die Würfel, is going to tell you what you want to know. die Würfel werden dir sagen, was du wissen willst. It's not a person in this case, it's the dice. Das ist in diesem Fall keine Person, sondern der Würfel. And what they want to know Und was sie wissen wollen, is the right date to do something. ist, sie wollen das richtige Datum herausfinden, um etwas zu tun. So they're going to check the day, Somit werden sie den Tag überprüfen and the month. und auch den Monat erfragen And the wollen. oracle will do that for them. It will tell them what day and what month they need to do their project, their Und- mission. Und das Orakel wird ihnen jetzt sagen, an welchem Tag sie ihr Vorhaben ausführen müssen. Sister Kathy, what's the oracle? Was ist das Orakel? The dice. Es ist der Würfel. If we're okay with that. So Esther uses a dice. In Esther haben wir den Würfel. Jonah, it doesn't say what they used. In Jona wird uns nicht gesagt, was sie verwenden. Just says they cast lots. Es wird lediglich gesagt, dass sie das Los warfen. So just coming back to that definition, Jetzt möchte ich zurück zu dieser Definition kommen. pebbles used for systematically making decisions. Steine, die genutzt werden, um zu einer systematischen Entscheidung zu kommen. So the high priest had, we'll call them pebbles, Der hohe Priester, und wir nennen das jetzt mal so, der hatte Steine gehabt, for making decisions. um zu einer Entscheidung zu kommen. They weren't pebbles, they were gems. Also es waren keine Steine, sondern es waren Diamanten, Juwelen. How many pebbles did they have? Wie Sister Catherine? viele Juwelen hatten sie denn? For that? Two. Two. Es Good. gab 2.
They had 2 stones. Sie hatten 2 Steine. Do you remember what their names are? Kennst du ihre Namen? Urim? And Thurman? Good. Something like that. So even though we don't know, we might, I don't know pronunciation, yours is better than mine, we'll say the Urim and the Thummim. Also wir sagen Urim und Tumim, glaube ich, im Deutschen. They were so important they gave the names. Also sie waren so wichtig, dass man ihnen Namen gegeben hat. So we could put the stones in the bag Wir könnten diese Steine nun in eine Tasche tun and they're all natural colors and one of them's painted white. und alle haben eine natürliche Farbe und einer wird weiß angemalt. You would have to choose one and the one that chooses the white stone loses or wins. Und dann kann jeder einen Stein rausnehmen und der den weißen hat, gewinnt oder verliert eben. 2A Äh, or 2 is portion. also 2 sagt hier ein Teil. So this is the thing assigned by the casting of the lot. Sorry? This is the thing, Das ist das Etwas, the object that you get that Da- was given to you by the lot. das dir von dem Los gegeben wurde. So you do the lottery Also man wirft das Los and your ticket says you won €5. oder du hast Lotto gespielt und dann sagt dein Ticket, du hast 5 Euro gewonnen Someone else's ticket says they won €5,000. und das Ticket von jemand anderem sagt, oder der Losschein, du hast 5.000 Euro gewonnen. So that's what the German said. It said your inheritance, or it's actually your portion of the inheritance. Und das ist das, was im Deutschen steht, dass das dein Erbteil oder ist. The parent dies. Die Eltern sterben, They've got 3 children. sie haben 3 Kinder So your portion would be 1/3, und somit wäre dein Erbteil 1/3 as an example. als Beispiel. It can mean recompense or retribution. Recompense means the thing that you're owed. Es kann bedeuten, es ist das, was dir gehört. Strongs. Und Strongs sagt nun, It says meaning to be rough like a stone. sorry, oder rough, does rough mean in this context hard? No, rough means not smooth. Okay, also rau wie ein Stein zu sein. So the word itself just says rough. Also das Wort selbst bedeutet rau. And the example of sein. this roughness is a stone. Und dieses Beispiel für diese Rauheit ist ein Stein. Not any kind of stone, Nicht irgendein Stein, a pebble. sondern ein Pebble. So now you have to explain what a pebble is. A pebble is a small stone. Ein Kieselstein, okay. It's a rough stone. Sorry. Also es ist ein rauer Stein, ein Kieselstein. That is a stone that is a lot. Das ist ein Stein, ein Stein, das ein Los ist. Figuratively, Figürlich gesprochen it's a portion, ist es ein Teil, the same thing you had here. das gleiche wie wir hier haben. Or, which is an interesting one, your destiny. Oder dein Ziel. Destiny, Also dein Ziel. inheritance or heritage. Destiny in what context? The destiny is your future. Oder es ist deine Zukunft, also da, wo du hingehst. You know, if I predicted your future, that would be your destiny, Also wenn ich deine Zukunft vorhersage, das wäre dann deine Zukunft, ja. which is very, sorry? Yeah, Your destination. oh, that's destination good. like goal or like Yes. future? Your goal, destination, the place you're going to. Also der Ort oder da, wo du eben hingehst, wie dein Lebensverlauf eben ist, zukünftig. You have a child, Okay. and they're a good violinist, Und du hast beispielsweise ein Kind und das ist ein guter Geigenspieler oder and you'd Geigenspielerin. say their destiny Und dann wirst du sagen, sie is to be a famous musician. sind dafür gemacht, ein berühmter Musiker zu werden. So it's very akin to inheritance. Also das ist sehr nahe beim Erbteil. Oder Erbe. So it says, Daniel, you need to stand in your lot. Es heißt jetzt hier, Daniel, du musst auf deinem Erbe stehen oder auf deinem Los stehen Which is his destiny. oder was eben seine
seine Zukunft ist, which is his place. was sein Ort ist. So here's his place, Hier ist sein Ort. and Daniel Und Daniel will stand in his place. wird auf seinem Ort stehen. We've got two options. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Either Entweder, he was lying down in his place before, entweder lag er an seinem Ort zuvor or sitting, oder er saß. and now he's going to stand in his place. Und jetzt wird er an seinem Platz stehen. So he was on a chair. Also von mir aus war er hier auf einem Stuhl. Or Oder he wasn't in his place, er war gar nicht an seinem Ort. which means he's been on a journey and now he's got to his place. Das bedeutet, er war auf Reisen und jetzt ist er an seinem Ort angekommen. So you've got two options. Und jetzt haben wir diese zwei Möglichkeiten. Daniel is here Hier ist Daniel, in Daniel 12, und zwar in Daniel 12. and his destiny Und seine Richtung is that he's going to stand ist, in his place, in his designated place. dass er an seinem Ort, an seinem bestimmten Ort stehen soll, wird. He's not standing there yet. Aber er steht an diesem Ort noch nicht. Or Oder? he's been here all the time Oder er war an dem Ort die ganze Zeit and he was sitting und er saß and then he stands up und dann ist er aufgestanden in his place. in seinem Ort. So an seinem Ort. whichever way you want to take it, Egal jetzt nun, wie du es nehmen möchtest, the result is the same. das Ergebnis ist das gleiche. He's got to a place now Er befindet sich jetzt an einem Ort, that he's standing up. an dem er aufsteht. And the thing that we want to see is that it's in the future. Und was wir erkennen möchten, ist, dass das in der Zukunft liegt. It doesn't just have the connotation of just ownership. Es beinhaltet jetzt nicht nur, dass es hier um einen Besitz geht, dass er etwas besitzt. It's in the right place, the right position. Sondern es ist an dem richtigen Ort, an der richtigen Stelle. It's the portion that is due to him, Es ist der that he is Teil, owed. der ihm zugesteht. Inheritance Das Erbe. always is talking about the future. Das Erbe spricht immer über die Zukunft. And then we saw from Strong's a nice word, your destiny. Und dann haben wir in Strongs eben das Wort Destiny oder zukünftig bekommen. Daniel is doing what in 12:13? Daniel macht jetzt nun was in Daniel 12,13. It says, "Go thy way." Er sagt, geh deines Weges. We could read that to mean just go and do your own thing Das könnte man jetzt so lesen wie, mach dein eigenes Ding. for the time being, Für die Zeit, for the time being means? until something happens. Für die Zeit, bis etwas geschieht. We okay with that? Go, Ist das in Ordnung für uns? go and do your own thing. Mach deine eigene Sache. What is the thing that you're going to do? Was ist denn diese Sache, die du tun wirst, You being Daniel. wenn du Daniel hier bist? Sister Sibella? It's in the verse. Steht im Vers. What is Daniel supposed to do? Just tell me what he's going to do. Sage mir, was er For thou tun wird. shalt Don't read the rest. verse out loud. Lese Okay. nicht den Vers. Well, I had an idea of what it meant. Also so ich hatte eine should I just Vorstellung say von dem, was that? es bedeutet, aber ich kann das jetzt nicht sagen. I don't want to know what the place is or anything. Ich möchte nicht, was der Ort ist. It just says, go thy way. Yeah, Es sagt well, hier that- lediglich, geh du aber hin. I've paraphrased that Ich habe das zusammengefasst to say just go and do something. in geh hin und mach etwas. And what I want to know Was ich nun wissen möchte, is what he's supposed to do was soll er denn tun, when he's going his way. wenn er seines Weges geht? It's in the verse. It's steht in im the Vers. verse? Yeah. But you can't look at the verse? Oh, yeah, Oh. look, yeah, look. Sorry. Sorry, Matt, it's my mistake. Don't look at me, look at the verse. Please look at the verse. Well, what's the question? I got confused about what you asked. First part of the verse says, go thy way. Go Also thy der erste way. Teil des Verses heißt es, geh Until deines the- Weges. Go thy way. Just that bit, go Just thy go way. thy way. When- So I think, When you're going your way, Yeah. Wenn du deines Weges gehst, what are you doing when you're in your way doing your thing? was machst du denn da, wenn du auf deinem You're just- Weg bist? going verse. step by step. In the verse. Was sagt das Vers?
go thy way. I mean, you don't want me to say anything more than that. Now, I want you to tell me what go their way means. Ich möchte, dass du mir sagst, was geh It deines means Weges just go bedeutet. forward, Okay? Es bedeutet, nach vorne zu step by gehen, step. Brother Jim, Schritt für Schritt. He's going to rest. explain. Er soll He said ruhen. he's going Erkläre to das go his bitte. way till the end. Start again so that Sister Swelling can see it. We all can see it. Well, I thought you said I couldn't say that. You never said rest. Well, that's because I kept going, because and you I said, said- don't go any further. No, I Then said don't say don't that. read the verse. I don't want you to read the verse to us. It was my mistake. I'm Oh, sorry. okay. My mistake, not yours. Brother Jim, He's going to go his way, and then what does go your way mean? Also was Do your own bedeutet thing. seines Weges gehen? Sein eigenes zu machen? we discussed that. Which is what? Was ist das? Resting. Rest. Es bedeutet zu ruhen. So when it says go your way, Wenn er sagt, geh deines Weges, that means rest. dann bedeutet das zu ruhen. We're okay with that. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Now let's get literal. Lass uns jetzt mal hier buchstäblich werden. If I say go your way, Und wenn ich sage, geh deines Weges, and I say the way means to rest, und der Weg, oder das bedeutet jetzt zu ruhen, what do you think that meant, Sister Catherine? was denkst du denn, was das bedeutet, Catherine? Don't worry about it. Don't worry anymore. Just chill out. Mach dir keine Sorgen, ruh dich aus. Yeah? Sister Kathy? Kathy? What resting is he doing? Was für ein Ruhen tut er denn? Be at peace. Er Be ist, at peace. er ist im Reinen. Chill out. Mhm. I would say he's dead. Why? Also ich habe gesagt, dass er tot ist. Warum ist nun die Frage? Because it says he once will. Okay, the word in German infers Are you doing German? German so helpful. that he will resurrect. Okay, so that's Oh, that's at least what you can read into this verse. A word. okay. Ja. You want to translate? No. Also im Deutschen heißt es hier auferstehen und ich würde jetzt lesen, auferstehen bedeutet vom Tod auferstehen. So I get caught out regularly on these issues. What does it mean? Tripped up Also ich komme hier regelmäßig eigentlich so in Probleme, when we're working in different languages wenn wir hier auch mit unterschiedlichen Sprachen arbeiten. because when most of the languages are translated, Wenn als die Bibel in andere Sprachen übersetzt wurde, I'll say it this way: the translators have a bad habit dann ich sage jetzt wie folgt, dass die Übersetzer nun eine schlechte Angewohnheit haben. which is probably a good habit. Vielleicht ist es auch eine gute. They end up translating things in a way that makes it very easy to understand what the idea was. Dass sie schlussendlich nun die Art, wie sie übersetzen, es für den Leser so einfach machen, dass er versteht, was was man ursprünglich damit sagen wollte. But in the King James, that's not that easy to read what it means. Aber in der King James ist das nicht so einfach zu verstehen, was man da liest. You have to do a bit of digging. Man muss da etwas graben. So in the English, you say just chill out, be at peace. Im Englischen würde es jetzt einfach sagen, sei mit dir im Reinen, im Frieden und Ruhe aus. So in German, which bit tells you he's dead? Welcher Teil im Deutschen sagt dir jetzt, dass er tot ist? You've got to tell me the English bit of it, Check quickly. or I can read it in English and you can. Is it the rest bit or is it go thy way? Neither, I would say. It says, I try to translate it from the German. Go thy way till the end comes. Now you're allowed to rest, and you will resurrect for your inheritance. Stand. Huh? Is that stand? Till the end of days. And this word resurrect in German, that's what you always use in connection with death, or that's the first application. So I think that's it's kind of cheating. Our translation?
Yeah, because I don't think original actually is that literal, the resurrection, but it's accurate to the meaning of the verse. Okay, also die Übersetzung hier im Deutschen, ich nutze eine Schlachter, ist nicht ganz korrekt nun an dem Original, aber sie gibt den Sinn richtig wieder. If you went to Brown Driver Briggs Wenn man zu Brown Driver Briggs and geht look at stand, und dann sich Stand anschaut oder Stehen, one of the definitions means the following: dann ist eine Definition nun die folgende: to arise, aufzustehen, to appear, zu erscheinen to come on the scene. oder in Szene gesetzt zu werden. So that will give the idea that you're not there and you suddenly pop up from somewhere. Und das gibt nun oder neigt dich nun dahin zu glauben, dass du nicht da warst, aber auf einmal da bist. And from that context, you could imagine someone was dead and they suddenly jump and resurrect. Und mit diesem Kontext könntest du nun dazu kommen, dass du glaubst, dass jemand tot war und auf einmal steht er wieder auf. So if we took the verse literally as read, Wenn wir nun den Vers buchstäblich, wie er da gelesen, wie man ihn liest, nun heranziehen and if you just looked at verse 12 before it, und man nun Vers 12 nun hinzuzieht, it basically says, dann sagt es the people who wait grundsätzlich aus, dass die Leute, die warten, for 1,300 years, die für 1335 Tage warten, they're going to be blessed. sie werden gesegnet sein. Then it says, but you Aber du must rest musst ruhen until the end. bis zum Ende. And so that end Und dieses Ende is in some way connected to verse 12, ist auf irgendeine Art und Weise mit Vers 12 verbunden. that 1,300 years. Diese 1335 Jahre. And at the end, Und am Ende, what is Daniel supposed to do? was soll Daniel am Ende nun tun? Stand up, Aufstehen arise. und So- aufstehen. Just reading the verses literally, you know he must be dead, Einfach nur, wenn du diese Verse buchstäblich liest, musst du zum Schluss kommen, dass er tot ist. because he's over 1,000 years. Weil das ja über 1000 Jahre sind. And sometime after the 1,000 years, the 1,300, Und irgendwann nach den 1300 Jahren, then he has to stand in his portion. He has to receive his inheritance or fulfill, we'll just do the last one, fulfill his destiny. dann am Ende dieser Tage, da soll er dann sein Schicksal oder seine Vorherbestimmung, seinen Ort einnehmen. And the only way that can happen is if Daniel resurrects. Und das kann nur geschehen, wenn er aufsteht. Okay, so I made a mistake earlier Ich habe zuvor einen Fehler gemacht, because I confused Sister Suellen. weil ich Suellen verwirrt habe. So I just want to go through the first part of the verse. Und jetzt möchte ich nochmal den ersten Teil des Verses betrachten. It says, go your way. Dort heißt es, du aber geh hin. And if you look at the definition of that, Und wenn du dir Phrase. wenn du dir die Definition dieses Ausdrucks ansiehst, it means go for a walk, dann bedeutet es, spazieren zu gehen. which is what people said. Und das haben hier Leute gesagt. It says, go for a walk Das heißt, geh spazieren, until you get to the end. bis du an das Ende angelangst. Then it says, Dann heißt es, for thou shalt rest. du darfst nun ruhen. And so the resting bit Und das, was noch fehlt, is connected to going your way. ist damit verknüpft, seines Weges zu gehen. So going your way, which literally means go for a walk, Seines Weges gehen, was nun buchstäblich meint, einen Spaziergang zu machen, means to rest. bedeutet zu ruhen. So we can't take the go for a walk literally. Und somit können wir nun einen Spaziergang machen, nicht buchstäblich anwenden. We have to take it contextually. Wir müssen den Kontext beachten. So humans at the end of their life rest, don't they? They die. Am Ende, Menschen sterben zum Ende ihres Lebens. And we know Daniel's about to die. Und wir wissen, dass Daniel kurz vor seinem Tode steht. If we're okay with that, Wenn das für uns in Ordnung ist,
Sister Catherine, dann rest means bedeutet Ruhe, death, die. Tod. He's a very old man. Er ist ein sehr alter Mensch. And we're at the end, Sister Kathy, what does it mean, go thy way? Was bedeutet jetzt am Ende seines Lebens, seines Weges zu gehen? What way is he going? Welchen Weg geht er denn? You can make the connection to he's an old man Well- and he's dying. He's Also going to die. ich hoffe, dass du die Verbindung machst zu einem, dass er ein alter Mensch ist und irgendwann stirbt. To continue living till he dies. Also weiterzuleben, bis er stirbt. So the verse says, Der Vers sagt, you will go the way of all humans. du gehst den Weg wie alle Menschen. And what is the way of all Und humans? was ist der Weg von allen Menschen? Yeah. Death. Das ist der Tod. You will walk to your death. Du wirst deinem Tod entgegengehen. So he says, people need to be patient for over 1,000 years. Es heißt, Menschen brauchen Geduld für mehr als 1300 Jahre. But what will you do, Daniel? Aber was wirst du tun, Daniel? You will go the way of all men. Du wirst den gleichen Weg wie alle anderen auch gehen. What way is that? Und welcher Weg ist das? The way of death, Es ist der Weg des Todes. which is the rest. Das ist diese Ruhe hier. Then, Dann, at the end, am Ende you will fulfill your destiny. Am Ende wirst du deine Vorhersehung oder deine Vorherbestimmung erfüllen, dein Schicksal. And it says when that will be. Und es wird uns auch sagen, wann das sein wird. At the end of the days. Es wird am Ende der Tage sein. We just need to work out what those days are. Man müsste natürlich jetzt klären, was diese Tage bedeuten. So my question is, Die Frage nun, stand. What does it mean to stand? was bedeutet es nun zu stehen? When you stand in your lot, stand in your position. What is this standing? Wenn du nun an deiner Position stehst, was bedeutet das? The- Good. Nämlich, dass du eben wieder auferstehen wirst. So in the context of this, Der Kontext von der ganzen Sache, in the parable, in diesem Gleichnis, which means in the literal, also oder im Buchstäblichen, means to resurrect. bedeutet wieder aufzustehen. So in Daniel's original life, In Daniels ursprünglichem Leben he was a prophet of God war er ein Prophet Gottes, that would teach you what? der dich was lehren wird What's he teaching oder you? der dich was lehrt. Mostly here on this side of the chart. He's teaching you prophecy. Er lehrt dich die Prophetie. What kind of prophecy? Welche Art von Prophetie? About what subject? Über welche Themen? About the end of the world. Über das Ende der Welt. Daniel chapter 2. Daniel 2. Sister Kathy, what's Nebuchadnezzar's problem? Was ist das Problem von Nebukadnezar? He's disturbed, thinking about the end of the days, the latter days. Also er ist am Ende der Tage disturbed. Concerned about his empire Also er ist um sein Reich besorgt in the latter days. am Ende der Tage und ja, am Ende der Tage. Like most dictators, strong people, Wie die meisten Diktatoren oder mächtigen Menschen they want to keep what they have gained. wollen sie bewahren, was sie erreicht haben. They want to keep control. Sie wollen die Kontrolle darüber And- bewahren. Every person knows they're going to die. Und jeder Mensch weiß, dass sie irgendwann sterben werden. And not only does he want to know what's going to happen at the end, Er will nicht nur wissen, was am Ende geschieht. it's not just some curiosity. Das ist hier nicht nur seine Neugier. He wants to be sure Er will sicherstellen, that when he dies, dass wenn er stirbt, his son, his grandson will remain the ruler of the world. er möchte sicherstellen, dass sein Sohn und auch sein Enkelsohn weiterhin die Regenten der Erde sein werden. He wants to be sure that his dynasty, his empire remains. Er möchte, dass seine Dynastie oder sein Reich weiter fortbesteht. So Daniel tells him, Und somit sagt Daniel ihm, you're going to be destroyed long before the end, du wirst schon lange bevor dem Ende zerstört werden. long before the latter days. here. Lange bevor die letzten Tage kommen. So
Daniel in 12:13 Somit ist Daniel in 12, Vers 13. is also talking about the end of the days. Somit spricht Daniel auch in Daniel 12, Vers 13 über das Ende der Tage. In Daniel's life, In dem Leben von Daniel his mission is to tell you about the end of the world. ist es seine Mission, dich über das Ende der Welt zu unterrichten. Chapter 2, Daniel 2, what chapter is this? welches Kapitel ist das hier? This one. Anybody know? This is 7. Ist Daniel 7 This chapter, und dieses Kapitel hier chapter 8. ist Daniel 8. And this chapter, Was ist dieses Kapitel hier? Iron Beast. Dieses eiserne Tier Still chapter 7. ist immer noch Kapitel 7. Chapter 7 sort of goes like this. Kapitel 7 geht hier so rum. There's chapter 8. Und hier haben wir Kapitel 8. So his job is to teach you about the kingdoms of this earth Seine Aufgabe besteht darin, dich über die Königreiche der Erde zu from the unterrichten. beginning to the end. Vom Anfang bis zum Ende. That's what his job is. Das ist seine Aufgabe. He's going to die. Er wird sterben. When he resurrects, Und wenn er aufstehen wird, what will his aufsteht, job be? was wird da seine Funktion sein? Same person, same Gleiche Person, same job. gleiche Aufgabe. So when he resurrects, he's going to do the same thing. Wenn er auferstehen wird, dann wird er das Gleiche tun. Everybody okay with that? Stimmt ihr dem überein? So when he resurrects, he's going to tell you Wenn er auferstehen wird, dann wird er dir sagen, about the kingdoms of this earth from the beginning to the end. wird er dich unterrichten über die Königreiche der Erde vom Anfang bis zum Ende. Hopefully we're okay with that. Ich hoffe, dass wir da übereinstimmen. Now you have to cast your minds back to something that we've learnt in class. Und jetzt müsst ihr in eurem Gedankengraben, was wir schon hier im Unterricht verstanden haben. I'll give the principle, Ich sage nun das Prinzip then you give me the answer. und ihr gebt mir nun die Antwort. The end Das Ende never looks the same as the beginning. sieht nie gleich aus wie der Anfang. If we're okay with that. What's happening to Daniel? Was geschah denn mit Daniel? What's happening to him? Was ist ihm widerfahren? In 12:13. In Daniel 12, Vers 13. Just recap, nothing new. Wiederholung, nichts Neues. And Er wird sterben und he's going to die and resurrect. er wird sterben und wieder auferstehen. And the end Und das Ende looks nothing like. sieht nicht anders aus wie Good. der Anfang. 1 Corinthians 1. Korinther 15, 15, 46. Vers 46. 1 Corinthians 15, 46. 1. Korinther 15, Vers 46. Let's check if that's the verse that I want. Ich hoffe, dass das der Vers ist, den ich möchte. Someone said something? Sounds familiar. 46. 1. Korinther 15, Vers 46. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterwards that which is spiritual. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Are you there, Sister Suellen? Could you paraphrase that verse for us? Kannst du uns diesen Vers zusammenfassen? It reads, it's a bit clumsy in the King James, I think. In der King James ist das etwas holprig. First there's the natural and then there's the spiritual. Good. Also nicht das, zuerst kommt das Natürliche, dann das Geistliche. 2 bodies. 2 Körper, In fact, it's the same body. also ist eigentlich sind die gleichen Körper. First one is, Der erste ist, Natural, and the second one is. spiritual. das erste ist das Natürliche und dann kommt das Geistliche. It doesn't say in this verse. In diesem Vers heißt es jetzt nicht, The second one dass, ja, is the resurrected form of the first. in diesem Vers heißt es jetzt nicht, dass der zweite eine Wiederauferstehung vom ersten ist. Are we all okay with that?
Stimmen wir dem überein? You resurrect, Er steht wieder auf. you don't look the same. Das siehst du nicht mehr gleich aus. You look similar. Du siehst ähnlich aus. The second one, the resurrected one, is spiritual. The first one was literal. Der zweite, der aufersteht, ist der geistliche, der erste ist der natürliche. I'll give one more concept. Ich gebe noch ein weiteres Konzept. I'm just going to read this from verse 40 and 41. Ich lese hier ab Vers 40 und 41. The second body is glorious. Der zweite Körper ist herrlich. The first one Der erste wasn't so glorious. war nicht so herrlich. So there's glory, but the second one is more glorious. Der erste ist glorreich, aber der zweite ist viel glorreicher. You have the original, Sister Kathy, Wir haben den ursprünglichen and you have the resurrected. und wir haben auch den Wiederauferstandenen. In our class, In unseren Unterrichten, what word would we use for this resurrected one? welches Wort würden wir für diesen Wiederauferstandenen nutzen? We've been using a phrase for the first one. Für den ersten A word, a ein word. Wort haben wir für den ersten benutzt We add a word for this one to turn it into a phrase. und wir haben ein Wort benutzt, das zu einem Ausdruck wurde für den zweiten. And you're trying to help you, I'm making it more confusing. Und wenn ich dir ja jetzt noch mehr helfe, wird es wahrscheinlich noch verwirrender. So, when it resurrects, what do we call that? Also wenn er wieder aufersteht, wie nennen wir das? In our Verherrlicht? class. In unserem Unterricht. I Geistlich? keep seeing the chart that you did. Literal? It's not here. Yeah, Also yeah. ist nicht hier auf diesem Unterricht, auf dieser Tafel. We'll go here. Gehen wir mal hier hin. Oh, see, resurrects. I was looking over there where your hand was. No, when it resurrects, Oh, Wenn er wieder aufersteht, I don't know. ich weiß es nicht. what do we call it? Wie nennen wir das? You know it, Sister Catherine? Take a guess, it doesn't matter. No? What did you? Prophetic. What did Jonathan? Ein Image? There it is. Image. Also ein Bild. Oh, that's hard. The image of the beast Das Bild des Tieres is the resurrected beast. ist das wieder auferstandene Tier. It's the beast that resurrected. It's a copy of it. Es ist das auferstandene Tier, es ist eine Kopie. So, this is something that we've been dealing with before. Also das ist etwas, mit das wir schon behandelt haben. When Daniel resurrects, Wenn Daniel nun aufersteht, it's not the literal one that's going to resurrect, it becomes a spiritual one. dann ist das nicht der buchstäbliche Daniel, der aufersteht, sondern es ist ein geistlicher Daniel. Okay, so what does it mean to stand? Was bedeutet es nun zu stehen? It means to resurrect, Es bedeutet aufzustehen. and now what's he going to do? Und was wird er nun tun? Do his job. Er wird seiner Aufgabe nachgehen. Stand means do your job. Zu stehen bedeutet, deine Aufgabe zu tun. We're okay with that. What job is Daniel doing? Welcher Aufgabe geht Daniel denn nach? Teaching prophecy. Er lehrt dich Prophetie. When will Daniel stand in his lot? Wann wird nun Daniel an seinem Posten stehen? When will he begin to teach you prophecy? Wann wird er denn anfangen, dich Prophetie zu lehren? The time of the end. Zeit des Endes. Why? Warum? Denn das ist dann, als er wieder auferstanden wurde. Let's try and stick to the concept that we've got. Versuchen wir mal bei dem Konzept zu bleiben, das wir hier haben. That's when we are taught Das ist der, from Daniel. ab da werden wir nämlich von Daniel gelehrt. Just develop that thought a bit more, please. Entwickle diesen Gedanken noch etwas weiter. Just develop that thought.
the things that were sealed during Daniel's time Also die Dinge, die während der Zeit Daniels versiegelt wurden, are brought to light in our time. werden in unserer Zeit Licht hervorbringen. And so we're now taking on his job Und wir übernehmen jetzt seine Aufgabe, because he's teaching us. weil er uns lehrt. So we'll go with that. Nehmen wir das jetzt mal so? Daniel is going to stand. It means do your job. Daniel wird stehen und das bedeutet, seiner Aufgabe nachzugehen. His job Seine Aufgabe is to teach you about the kingdoms of Bible prophecy. seine Aufgabe ist, dich über die Königreiche der biblischen Prophetie zu lehren. So my question is, Meine Frage ist, who is this? wer ist das? And you said? Und du hast gesagt? You said this is us. Und du hast gesagt, das sind wir. So when Daniel stands up, Wenn nun Daniel aufsteht, it's us. dann sind das wir. So who are we Wer sind nun wir? in the what's that word that we used? Wer sind nun wir in das We're the image of Daniel. Also wir sind das Bild von Daniel, okay. We're not original Daniels. We're the copy of Daniel. Wir sind nicht originale oder ursprüngliche Daniel, sondern wir sind eine Kopie von Daniel. You had your hand up. Ja. Why the time of the end? I think you were answering. I have the question, why is the time of the end? Because if this is a copy of Daniel when he started teaching, we should see in the original Daniel when he started teaching. And I'm not so sure if he started teaching with the Daniel 2, that would be my beginning, if that was at the time of the end. Okay. Any thoughts? Why do we mark him beginning his work here at the time of the end? Warum markieren wir, dass seine Arbeit hier am Zeit des Endes beginnt? I'm just saying my comment in German. Mein Kommentar war, dass wenn wir eine Kopie sind, dann müsste ich doch beim ursprünglichen nachschauen, beim echten Daniel, wo er angefangen hat zu predigen oder zu lehren. Who didn't understand then, Daniel hat es damals nicht verstanden. so it was sealed Es war versiegelt till the time of the end. bis zum Zeit des Endes. So what I was hoping, because we could just go to Ellen White and proof text this, Also wir könnten auch direkt zu Ellen White gehen und das belegen. or we can use the phrase it's unsealed until the time of it's sealed till the time of the end. That's Daniel 12:9, by the way. Das ist Daniel 12, Vers 9, wo es heißt, dass es bis zum Zeit des Endes versiegelt ist. You go to verse 12, Und dann, wenn du zu Vers 12 gehst, you can connect them together. kannst du die beiden miteinander verbinden. How do you connect verse 12 and 13 together, Sister Llewellyn? Wie tut man Vers 12 und 13 miteinander verbinden? What's Daniel told to do in verse 13? Was So wird I denn, meant verse 13, not 12. was wird denn Daniel in Vers 13 gesagt zu tun? And then in verse 9. Und in Vers 9? About till the time of the end. Beide handeln vom Zeit des Endes. And at the beginning of each verse, what is Daniel told to do? Go thy way. Am Anfang des Verses wird beides mal gesagt, gehe hin. Good. So you can connect the verses tightly together. Und somit kann man die beiden Verse eng miteinander verbinden. So you can proof text this quite easily to show its time at the end. Und somit kann man recht einfach belegen, dass es Zeit des Endes ist. But I wanted to try to see if we could understand it conceptually, why it would be that. Aber ich versuche, dass wir das vom Prinzip her verstehen, warum es Zeit des Endes sein muss. So we're running out of time. Let's just see if we can do this quickly. Also uns fehlt jetzt die Zeit, gucken wir, dass wir das zu Ende bringen. Brother Jonathan, what's Daniel's job? Was ist Daniels Aufgabe? To teach To teach what? prophecy. To teach prophecy, Also Prophetie zu lehren specifically about the kingdoms of Bible und prophecy. speziell die Königreiche der Erde. So if you're here at the end of the world, Wenn du jetzt nun am Ende der Welt bist, it says,
at the end of the days, at the end of the world, Da heißt es am Ende der Tage oder am Ende der Welt. when would you expect yourself to begin to work? Dann stell dich die Frage, wann würdest du denn von dir erwarten, wann du die Arbeit beginnst? This is the end. Hier haben wir das Ende. When would you think you should begin to work? Wann denkst du denn, dass du anfangen solltest zu arbeiten? It makes sense at the beginning. At the beginning. Natürlich am Anfang. No, I didn't add the word where you begin to work. I could have just said when would you work? I could have just said it that way. I didn't get that. I added the word begin. Also ich habe das Wort beginnen oder anfangen addiert So it forces you to put it here. und damit hat es dich gezwungen, am Anfang zu tun. So this is Zu the end setzen. of time. Das ist hier das Ende der Zeit. So I'm going to ask, when do you work? Und jetzt frage ich, wann arbeitest du? So I'll do it. When would you work? Ja, now it's not so obvious anymore. Now So tell me when it's, you think. it's time span can be at any time. Okay, so tell me. You got to come up with a suggestion. Then we'll see if it would be a good option. So his job is to stand at the end of time. Okay. Okay, I would say then it's a period. Yep. This is the end of time. Okay, then from the beginning to the end. So this would be his job. Yeah. So I just want to make that point because I added the word beginning, so you're forced to do that. But even if I don't add the word beginning, you're still forced to do that. Mhm. Okay. You translate? Also, da er das Wort addieren, Anfang, wann Daniel anfängt zu arbeiten, addiert hat, hat mich das jetzt gezwungen, zu sagen, klar, natürlich am Anfang, aber wenn du diese Box hier nimmst und sagst, das Ganze ist das Ende der Tage, dann ist die logische Schlussfolgerung trotzdem daraus, dass er während der ganzen Zeitperiode Ende der Tage arbeitet. So when Sister Kathy said at the time of the end, Als Kathy nun sagte, am Ende der Tage oder zur Zeit des Endes, your argument against her dann ist dein Argument gegen sie, was that in real life, Daniel didn't begin his work at the time of the end. dass im wirklichen Leben Daniels er nicht am Zeit des Endes begann zu predigen. And therefore, it wouldn't be at the time of the end when he resurrects. Und deshalb wäre es ja auch nicht so, wenn er wieder auferstehen würde. That was your logic. Das war deine Logik. So I approached it from a different perspective. Ich bin nun von einem anderen Blickwinkel, betrachte die Dinge von einem anderen Blickwinkel. And I'm sure I didn't manipulate you, Und ich bin mir sicher, dass ich dich jetzt nicht in eine Richtung geführt habe. but you end up coming with the same logic, the same answer that she did. Aber du kommst letztendlich zur gleichen Antwort wie sie. I'll say the same answer, I can't say the same logic. Ich sage dieselbe Antwort, ich sage nicht dieselbe Logik. What she did was proof text this. Was sie getan hat, ist, sie hat Belegstellen angebracht. Sister Sue Ellen took us to verse 9, Sue Ellen hat uns zu Vers 9 gebracht. and it says, Go thy way, Und dort heißt go es, thy way. geh deines Weges oder geh hin. Und in Vers 13 auch. And in 9, Und in Vers 9. it says, Go thy way till the time of the end. In Vers 9 heißt es, geh hin bis zur Zeit des Endes. And in verse 13, Und in Vers 13 heißt es, it says, Go thy way till the end of days. in Vers 13 heißt es, geh deinen Weg bis zum Ende der Tage. So they're parallel verses. Und somit sind sie parallel stehende Verse. Then all that Sister Kathy did was say, the time of the end, 1798. It's straightforward. Und She somit, didn't actually say 1798. und but- somit sagte Kathy, das ist einfach, das ist Zeit des Endes. Oh, what she said is that his work or his words are sealed, Sie sagte noch, dass sein Werk oder seine Worte versiegelt sind. which means they're opened afterwards. Was bedeutet, dass sie danach geöffnet werden? He begins to speak at the time of the end. Er fängt an der Zeit, zum Zeit des Endes zu sprechen. Speaking Sprechen is an oracle, ist ein Orakel. and we discussed about an oracle, Und wir haben ja schon über das Orakel the gesprochen. one that gives you direction. Jemand, der dir eine Richtung vorgibt. Good.
Let's pray. Lasst uns zusammen beten. Let's pray. We're here for hour and a bit now. I've just started to answer a question. Also ich So habe that hier angefangen, eine Frage zu beantworten. That's what your concern is. About the relationship of priests and the 144,000. Und die Frage lautete, wie die Beziehung zwischen den Priestern und 144.000 aussieht. Sister Suellen gave us this diagram here. Suellen hat uns dieses Diagramm aufgegeben. She said Sie sagte, that the priests that come in here, sie sagt, die Priester, die hier hereinkommen, because they come in before the close of probation, da sie nun vor dem Ende der Gnadenzeit hineinkommen, can share the experience können sie of all the priests that came before them. die Erfahrung aller Priester, die vor ihnen waren, teilen. And then she connected all of that Und das alles hat sie to the standing up of the 144,000. She spoke about the 144,000 stand up. Das alles hat sie mit dem Aufstehen der 144.000 verknüpft. And all we did was looked at the phrase, what does it mean to stand up? Und alles, was wir nun gemacht haben, war uns anzuschauen, was es bedeutet, aufzustehen. And you stand up Und du stehst auf at the time of the end. zur Zeit des Endes. So the 144,000 that she said stand up, Die 144.000, von denen sie sagt, dass sie aufstehen, stand up here at the time of the end. stehen hier am Zeit des Endes auf. So I just wanted to do a short study on what it means to stand up Und deshalb wollte ich ein kurzes Studium darüber machen, was es bedeutet, aufzustehen. and to show when you stand up. Und aufzuzeigen, wann du aufstehst. So she showed us that the 144,000 stand up here at the time of the end. Weil sie hat uns gesagt, dass die 144.000 hier am Zeit des Endes aufstehen. Let's pray. Lasst uns beten. We haven't finished answering the question yet. Aber wir sind natürlich noch nicht zum Ende der Antwort gekommen. Our Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you would bless us Wir bitten dich, dass du uns segnest, as we understand that we are the image of Daniel. Wir verstehen, dass wir das Bild von Daniel sind. We are Daniel resurrected. Wir sind Daniel, der wieder auferstanden ist. It's our hope and our prayer Und somit ist es unsere Hoffnung und unser Gebet, that you would guide and direct us. dass du uns führst und leitest. Help us, Father, Helf uns, Vater, to hear your voice speaking to us. dass wir deine Stimme hören, die zu uns spricht. In Jesus' name we pray. Und in Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.